Olli. Hallo Kerstin, Na, wo sind wir heute? am schönen Meer. An welchem schönen Meer sind wir denn? An diesem schönen Meer. Oh, und das hat auch einen Namen? Ja, Mardorf am Meer. Echt? Mhm. Ich dachte Steinhuder Meer. Das ist ja Mardorf. Ach so, okay, ich verstehe. Das Steinhuder Meer, ein Meer mitten in Niedersachsen, ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Hannover. Für ein paar Stunden Wohnmobilluft schnuppern. Wir haben zu Hause übernachtet, wir haben zu Hause eingekauft, aber gefrühstückt haben wir dann irgendwo unterwegs. Es war fast wie auf Reisen sein. Wir sind ans Nordufer bei Mardorf gefahren. Für ein paar Stunden mal was anderes sehen. Und schwupps sind wir schon am Wasser. Echt so schnell, das war nicht gedacht. Hier haben wir erst einen Spaziergang entlang der Promenade gemacht, natürlich mit einem Abstecher zum Hundestrand. Es sollen schließlich alle Mitglieder der Reisegruppe ihren Spaß haben. Und später haben wir das Meer mit den Fahrrädern umrundet. Wir möchten euch mitnehmen auf beide Touren und ein paar Eindrücke von der schönen und abwechslungsreichen Landschaft geben. Ein paar Fakten zum Steinhuder Meer. Es handelt sich um ein natürlich entstandenes Gewässer aus der letzten Eiszeit. Die Hauptorte direkt an diesem Binnensee sind sowohl Steinhude als auch Mardorf. Es gehört zum Landkreis Wunsdorf und zur Region Hannover. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel. Sowohl Fahrradfahrer als auch Wassersportler finden hier viele Möglichkeiten. Nur Tiefseetaucher hätten keinen Spaß an diesem kleinen Meer, da die tiefste Stelle gerade mal 2,90 Meter beträgt. Grundsätzlich gibt es auch mehrere Ausflugsschiffe, die ein Hin- und Herpendeln zwischen den einzelnen Orten ermöglichen und auch ein Übersetzen zur künstlich angelegten Insel Wilhelmstein. In Mardorf gibt es einen Wohnmobilstellplatz und diverse Campingplätze, die teilweise direkt an der Promenade liegen. Mardorf bedeutet das Dorf am Meer, was nur indirekt stimmt, denn der eigentliche Ortskern ist etwas abgelegen vom Wasser. Hier links würde es eigentlich erst nach Mardorf ins historische Zentrum gehen, das wir bisher auch nicht kennen. Wir biegen aber trotzdem ab und gehen entlang von Pferdekoppeln, Feldern und Wiesen zurück zu unserem Parkplatz. Der Radrundweg um das Steinhuder Meer beträgt etwa 30 Kilometer. Teilweise führt er direkt am Wasser entlang, aber auch mitten durch die Landschaft, wie wir später noch sehen werden. Insgesamt ist der Radweg gut ausgebaut und leicht zu fahren. Die Mardorfer Promenade ist etwa 6 Kilometer lang. Es gibt normalerweise viele Möglichkeiten zum Einkehren und für Snacks. Da ist für jeden etwas dabei. Und sogar eine Düne und Sandstrand gibt es hier am Nordufer. Die Promenade geht direkt über in einen gut ausgebauten Radweg durch das Tote Moor, das größte zusammenhängende Hochmoor um Hannover herum.
Unterwegs gibt es mehrere Aussichtspunkte, die über Holzstege erreichbar sind. Der Weg ist mit wechselnden Baumarten gesäumt. Im Juni 2017 ging unsere allererste Wohnmobiltour ans Steinhuder Meer, ein verlängertes Wochenende über Pfingsten. Da sowohl der Stellplatz in Steinhuder als auch der Ort sehr beliebt sind, war es damals dementsprechend sehr voll, aber wir haben es auch in vollen Zügen genossen und wussten sofort, dass wir mit dem Kauf des Wohnmobils die richtige Entscheidung getroffen haben. Seitdem gehört das Steinhuder Meer mindestens einmal im Jahr zu unserem Pflichtprogramm. Wir lassen Steinhude hinter uns und fahren weiter unsere Runde. Es lohnt sich ein Abstecher nach Hagenburg zum Schloss und vor allem zum Schlosspark während der Rhododendronblüte. Durch den Moorgarten gelangen wir wieder zurück auf den Radrundweg. Die Brücke führt uns über den Schlosskanal und bietet uns direkten Blick auf das Schloss Hagenburg. Der Kanal endet nach nur 1,2 Kilometern wieder im Steinhuder Meer. Im letzten Drittel der Runde fahren wir im Westen durch die Meerbruchswiesen. Es ist ein Naturschutzgebiet, unter anderem weil es vielen Vogelarten als wichtiges Brut- und Rastgebiet dient. Am Wegrand wurde für Interessierte extra ein Beobachtungsplateau geschaffen. So, wir sind zurück von der Radtour. Jetzt gibt es noch einen Kaffee. Das ganze Chaos des Tages muss noch beseitigt werden. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Bald ist alles ein- und aufgeräumt und wir machen uns wieder auf den kurzen Heimweg nach Hause. Dort gibt es zum Abschluss einen schnell zusammengestellten Salatteller.